Stell dir vor, du schaust jemandem direkt in die Augen, du stellst ihm eine einfache Frage. Und plötzlich verstummt er. Er weicht aus, er windet sich, er lacht nervös. Doch eines tut er niemals: ehrlich antworten. Genau das passiert, wenn du einem Narzissten die eine Frage stellst, die er nicht beantworten kann. Oder besser gesagt, 8 Fragen. 8 Fragen, die jeden Narzissten entlarven, egal wie perfekt seine Maske auch sitzt. Aber Vorsicht, diese Fragen sind nicht harmlos. Sie treffen ins Mark. Und wenn du sie stellst, dann wirst du sofort sehen, wie die Fassade bröckelt. Heute zeige ich dir die 8 Fragen, die Narzissten nie ehrlich beantworten können. Fragen, die so entwaffnend sind, dass sie einen Narzissten sprachlos machen oder wütend. Und genau das ist der Punkt. Du erkennst, mit wem du es wirklich zu tun hast. Bleib also unbedingt bis zum Ende. Denn die letzte Frage ist die gefährlichste von allen. Und sie zeigt dir unmissverständlich, ob du deine Zeit verschwendest oder ob noch Hoffnung besteht. Frag einen Narzissten nach seinen tiefsten Verletzungen und beobachte, was passiert. Ein gesunder Mensch wird vielleicht kurz nachdenken und dann erzählen über Enttäuschungen, Verluste, Momente von Schmerz. Denn wir alle haben Wunden. Und wer ehrlich ist, kann das auch zugeben. Doch ein Narzisst, der reagiert ganz anders. Er wird abwinken, ablenken, dich vielleicht sogar auslachen. Verletzungen? Ach, das betrifft doch nur die Schwachen. Warum? Weil Eingeständnisse für ihn wie eine Todesangst sind. Wenn er zugibt, verletzt worden zu sein, müsste er sich als normaler Mensch zeigen, verletzlich, fehlbar, menschlich. Und genau das will er um jeden Preis vermeiden. Stattdessen schiebt er die Schuld weg. Die anderen sind das Problem. Die haben mich enttäuscht, aber mir macht das nichts. Doch genau hier verrät er sich. Denn wenn ihn angeblich nichts verletzt, warum ist er dann so voller Wut, Zynismus und Angriff? Die Wahrheit ist, Narzissten haben Verletzungen, oft tiefe. Aber sie sind so in Scham und Abwehr gefangen, dass sie niemals den Mut haben, es auszusprechen. Und genau daran erkennst du sie. An der Leere in der Antwort. Ein ehrlicher Mensch öffnet sich. Ein Narzisst baut Mauern. Und die nächste Frage geht noch tiefer, denn sie trifft direkt ins Herz seiner größten Angst: Fehler zuzugeben. Stell dir vor, du fragst einen Narzissten direkt: Warum ist es für dich so schwer, Fehler einzugestehen? Ein normaler Mensch würde vielleicht seufzen und sagen: Ja, stimmt, da habe ich Mist gebaut. Tut mir leid. Fehler zuzugeben macht uns menschlich. Und es schafft Nähe. Aber ein Narzisst? Er würde sofort in Abwehrhaltung gehen. Statt einzugestehen, dass er falsch lag, sucht er nach einem Schuldigen. Und dieser Schuldige bist fast immer du. Du hörst dann Sätze wie: Das war nur so, weil du mich provoziert hast. Hättest du anders gehandelt, wäre das gar nicht passiert. Das Problem ist nicht der Fehler selbst. Das Problem ist die Scham, die dahinter liegt. Ein Fehler würde zeigen: Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht überlegen, und genau das darf in seiner Welt niemals sichtbar werden. Darum baut er eine Mauer aus Ausreden, Schuldzuweisungen und Projektionen. Alles, nur um nicht sagen zu müssen: Es tut mir leid. Und hier liegt das Erkennungszeichen. Jemand, der nie Fehler zugeben kann, der immer andere verantwortlich macht, zeigt dir sein wahres Gesicht. Doch es gibt eine noch tiefere Frage, die ihn entlarvt. Eine, die ihn zwingt, sein Spiel nach außen hin aufrecht zu erhalten. Warum musst du Fremde so sehr beeindrucken? Hast du dich schon mal gefragt, warum Narzissten oft vor Fremden die nettesten, charmantesten Menschen der Welt sind, während du hinter verschlossenen Türen ihr wahres Gesicht siehst? Die Antwort ist einfach. Fremde sind für sie eine leere Leinwand. Niemand kennt ihre Lügen, niemand hat ihre Maskerade schon durchschaut. Also schreiben sie ihre eigene Heldengeschichte. Sie erzählen von Erfolgen, die größer klingen, als sie waren. Sie schmücken ihre Vergangenheit aus. Sie machen aus jeder Kleinigkeit ein Drama.
Hauptsache, es bringt Bewunderung. Und das Gefährliche? Fremde fallen oft darauf herein. Sie sehen nur die charmante Fassade. Sie hören nur die tollen Geschichten. Und sie gehen nach Hause mit dem Gedanken, wow, was für ein großartiger Mensch. Doch du weißt es besser. Du kennst die Realität hinter dieser Maske. Du weißt, dass dieses ganze Theater nur ein Mittel ist, um das zu bekommen, wonach er süchtig ist. Bewunderung und Aufmerksamkeit. Genau hier zeigt sich ein Muster. Ein Narzisst muss Fremde beeindrucken, weil er niemals echte Nähe zulassen kann. Nähe bedeutet, dass jemand seine Schwächen sehen könnte. Und davor hat er panische Angst. Darum flüchtet er in Oberflächlichkeit. Darum jagt er Komplimenten hinterher. Darum wirkt er nach außen perfekt, während du die Zerstörung hinter der Kulisse erlebst. Und wenn du dich fragst, warum deine Meinung ihn so sehr triggert, dann kommen wir zu einer noch entlarvenderen Frage. Warum machen dich meine Unterschiede so wütend? Stell dir vor, du sagst deine Meinung. Vielleicht über Politik, über Erziehung oder einfach nur, was du zum Abendessen magst. Für dich ist das völlig normal. Für den Narzissten ist es eine Bedrohung. Warum? Weil dein Unterschied bedeutet, du bist ein eigener Mensch, mit eigenen Gedanken, eigenen Gefühlen, eigenen Vorlieben, und das passt nicht in seine Welt. In seiner Welt gibt es nur eine Wahrheit, seine, nur einen Blickwinkel, seinen, nur ein richtig. Und das ist natürlich er. Wenn du abweichst, spürt er sofort, ich habe die Kontrolle verloren. Er fühlt sich nicht mehr als Mittelpunkt. Und genau das löst in ihm Wut aus. Statt neugierig zu fragen, warum siehst du das so, wird er abwertend. Statt deine Gefühle zu respektieren, nennt er dich empfindlich, verrückt oder trotzig. Doch die Wahrheit ist, deine Unterschiede bedrohen ihn, weil sie ihm zeigen, dass er nicht allmächtig ist, dass er nicht alles kontrollieren kann und dass du mehr bist als ein Spiegel für seine eigene Großartigkeit. Darum musst du dir eins merken. Seine Wut sagt nichts über deinen Wert. Sie sagt nur, wie schwach er eigentlich ist, weil er Vielfalt und echte Nähe nicht aushalten kann. Und diese Wut führt direkt zur nächsten Frage, die Narzissten niemals ehrlich beantworten könnten. Glaubst du wirklich, dass deine Meinung alle anderen ungültig macht? Egal, ob es um große Themen wie Politik oder Religion geht oder um die kleinsten Alltagsfragen, beim Narzissten läuft es immer auf dasselbe hinaus. Nur er liegt richtig. Frag ihn, wohin der nächste Urlaub gehen soll. Er weiß es besser. Frag ihn, was ihr zum Abendessen kochen wollt. Er weiß es besser. Frag ihn nach einer komplizierten Frage im Job oder in der Familie. Seine Antwort ist Gesetz. Doch was steckt dahinter? Für einen Narzissten bedeutet eine andere Meinung nicht einfach nur Vielfalt. Sie bedeutet, ich könnte falsch liegen. Und dieser Gedanke ist für ihn unerträglich. Darum reagiert er sofort abwertend. Dein Standpunkt wird nicht diskutiert, sondern lächerlich gemacht. Deine Wahrnehmung wird nicht respektiert, sondern als irrelevant abgestempelt. Für dich fühlt sich das an wie ein unsichtbarer Schlag. Jedes Mal, wenn du deine Stimme erhebst, wird sie übertönt. Jedes Mal, wenn du dich einbringst, wirst du klein gemacht. Und genau das ist das Muster. Narzissten glauben nicht einfach, dass ihre Meinung wichtiger ist. Sie glauben, dass andere Meinungen überhaupt keinen Wert haben. Doch Achtung, wer so lebt, bleibt gefangen in einer Blase. Denn echte Beziehungen bestehen aus Austausch, Respekt und Gegenseitigkeit. Ohne diese Basis bleibt nur ein Machtspiel und du sollst darin verlieren. Und damit kommen wir zur nächsten, vielleicht entlarvendsten Frage. In welchen Bereichen musst du dich eigentlich noch weiterentwickeln? Eine Frage, die den Narzissten bis ins Mark trifft. Eine ganz normale Frage, oder? Denn jeder Mensch trägt Schwächen in sich. Jeder macht Fehler. Und wer ehrlich ist, kann auch zugeben, ja, hier will ich mich weiterentwickeln. Doch stell diese Frage einem Narzissten und du triffst ins Schwarze. Warum?
weil sie für ihn wie eine tödliche Bedrohung klingt. Denn Wachstum bedeutet, dass er nicht perfekt ist. Veränderung bedeutet, dass er noch nicht am Ziel ist. Und genau das darf in seiner Welt niemals sichtbar werden. Darum hörst du von ihm Antworten wie: Ich brauche nur ein größeres Haus. Ich will einfach noch mehr Geld verdienen. Oder er lenkt sofort ab: Eigentlich bist eher du derjenige, der sich verändern müsste. Er kann es nicht ertragen, zuzugeben, dass er innere Arbeit nötig hat. Denn tief in ihm sitzt ein Gefühl, das er um jeden Preis verbergen will. Scham. Die Scham darüber, nicht gut genug zu sein. Die Scham, dass hinter seiner Fassade ein verletztes Kind steckt. Die Scham, dass seine ganze Überheblichkeit nur ein dünner Panzer ist. Darum baut er eine makellose Maske. Und wehe, du kratzt daran. Deine Frage, wo willst du wachsen, zerreißt dieses Bild. Und statt einer ehrlichen Antwort bekommst du Wut, Ablenkung oder blanke Arroganz. Für dich ist das ein Warnsignal. Wenn ein Mensch niemals Schwächen zugeben kann, wird er auch niemals echtes Vertrauen zulassen. Und das führt uns direkt zur nächsten entlarvende Frage. Wenn ich dich doch so frustriere, warum kommst du dann immer wieder zurück? Kennst du dieses Muster? Der Narzisst meckert, schreit, beleidigt. Er wirft dir vor, du würdest alles falsch machen. Und in diesen Momenten denkst du: Okay, jetzt ist Schluss. Er will doch gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Doch dann, wie aus dem Nichts, taucht er wieder auf. Mit Vorwürfen, Kritik, Gemecker. Und das Spiel beginnt von vorne. Warum? Ganz einfach, weil er dich braucht. Nicht so, wie ein gesunder Partner dich braucht, für Liebe, Nähe oder ehrliche Verbindung, sondern weil er von dir etwas ganz anderes zieht. Seinen Nachschub. Jede deiner Reaktionen, egal ob Wut, Tränen oder Rechtfertigungen, ist für ihn ein Beweis. Ich habe Macht, ich kann dich kontrollieren. Und genau dieses Gefühl ist seine Droge. Deine Frustration ist sein Treibstoff. Deine Verletzlichkeit ist sein Adrenalinkick. Darum kommt er immer wieder zurück, auch wenn er dich angeblich nicht ertragen kann. Denn ohne dich wäre er leer. Ohne dich würde er spüren, dass seine Überlegenheit nur eine Illusion ist. Die Wahrheit ist, Narzissten brauchen Menschen, die sie klein machen können, um sich selbst groß zu fühlen. Und das erklärt auch, warum sie so oft zur Silent Treatment greifen, also zur eisigen Funkstille. Es ist eine der brutalsten Waffen des Narzissten: das Schweigen. Keine Antworten, keine Reaktion, kein Blick. Für dich fühlt es sich an wie ein emotionales Vakuum. Du fragst dich: Was habe ich falsch gemacht? Habe ich ihn verletzt? Ist es jetzt endgültig vorbei? Genau das will er erreichen. Denn dieses Schweigen ist kein Zufall. Es ist kalkuliert. Der Narzisst will dich bestrafen, ohne sich angreifbar zu machen. Während gesunde Menschen eine Pause nutzen, um runterzukommen und später ein Problem zu lösen, benutzt der Narzisst die Funkstille, um dich mürbe zu machen, um dich dazu zu bringen, dass du wieder auf ihn zukommst. Und genau hier liegt der perfide Trick. Er zwingt dich, die Verantwortung für seine Kälte zu übernehmen. Du bist es, die anruft. Du bist es, die um ein Gespräch bittet. Du bist es, die die Schuld auf sich lädt. So entzieht er sich jeder Verantwortung und gleichzeitig genießt er die Macht, dich zappeln zu lassen. Darum ist das Schweigen des Narzissten nicht einfach nur Abwesenheit. Es ist eine aktive Form von Gewalt. Ein stiller Schlag, der dir zeigen soll: Ich bestimme, wann du wieder atmen darfst. Und genau deshalb ist es so wichtig, diese Mechanik zu durchschauen. Denn nur dann kannst du dich innerlich von dieser perfiden Kontrolle lösen. Vielleicht hast du beim Zuhören gemerkt, jede dieser Fragen, die ein Narzisst niemals ehrlich beantworten kann, hat mit einem Thema zu tun. Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und echter Nähe. Und genau das sind die Dinge, die er nicht zulassen kann, weil sie sein Kartenhaus zum Einsturz bringen würden. Er kann nicht zugeben, dass er verletzt wurde.
Er kann nicht zugeben, dass er Fehler macht. Er kann nicht akzeptieren, dass du anders bist, eine eigene Meinung hast oder Grenzen setzt. Denn sobald er das täte, würde er entlarvt. Dann gäbe es keine Maske mehr, kein überhöhtes Ego, keine Kontrolle. Nur den kleinen, verletzten Menschen dahinter, und davor hat er die größte Angst. Für dich bedeutet das, je eher du erkennst, dass du diese Antworten niemals bekommen wirst, desto schneller kannst du deine Energie zurückholen. Desto klarer kannst du entscheiden. Ich verschwende keine Kraft mehr damit, jemanden zu retten, der nicht gerettet werden will. Und genau hier kommt deine Chance. Wenn du lernen willst, wie du dich klar abgrenzt und wie du diese destruktiven Spiele des Narzissten nicht länger mitspielst, dann sichere dir jetzt meine 7-Tages-Challenge. Darin lernst du Schritt für Schritt, wie du dich innerlich frei machst und endlich wieder zu deiner eigenen Stärke zurückfindest. Den Link findest du gleich hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, auch den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und glaub mir, das willst du nicht verpassen. Bleib stark, bleib klar und erinnere dich, du bist nicht machtlos. Du hast die Wahl.